Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Zum Jahresende habe ich heute noch einmal ein schönes Winterschnee-Aquarell für euch. Außerdem geht es im Video um einen kräftigen und farbintensiven Himmel und für die Unterstützer unseres Kanals gibt es eine kleine Extraübung zum Malen von Winterbäumen. Allen, die dieses Video jetzt gleich nach dem Hochladen sehen, also noch vor dem Weihnachtsfest, wünsche ich hiermit ein frohes und besinnliches Fest. Wir hier in der Aquarellwerkstatt werden mit allen Familienmitgliedern feiern und darauf freuen wir uns schon sehr. Im nächsten Jahr geht es hier in der Aquarellwerkstatt natürlich weiter mit spannenden Videos zum Thema Aquarellmalerei. Jetzt aber erstmal zum heutigen Motiv. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Lichter Ocker von Winsor Newton, Permanent Alizarin-Karmesin, Sienna gebrannt, Kobalt-Türkis Light, Neutraltinte und Titanweiß von Winsor Newton, Lasurorange Ultramarin Feinst von der Firma Schminke und Lavendelblau von Mielo. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arche Grain 300 Gramm. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Zum Spritzen des Schnees verwende ich eine alte Zahnbürste. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, dem Rotmarderpinsel, einem Rundpinsel in der Größe 10, dem synthetischen Rundpinsel in der Größe 6, Flachpinsel in der Größe 10 und ich male mit dem Linierer in der Größe 4. Außerdem verwende ich für den lockeren Auftrag im Himmel den HK-Pinsel in der Größe 2,5. Hier liegt jetzt schon die Skizze für mein winterliches Landschaftsmotiv. Ein kleines Referenzfoto gibt es auch. Skizze und Referenzfoto sind für unsere Unterstützer wieder auf unserer Steady-Seite hinterlegt. Da könnt ihr sie euch herunterladen und zum Selbstnachmalen verwenden. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es ja wie immer eine kleine Extraübung. Heute zeige ich in dieser Extraübung, wie man einen Winterbaum mit Hintergrund und lockeren Strichen malen kann. Wenn dich das Thema Unterstützung interessiert, schau gerne unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findest du den Link. Steady, deine Unterstützung heißt er. Und dort kannst du uns monatlich hier in unserer Arbeit auf YouTube unterstützen. Es gibt verschiedene Unterstützerpakete von 5 € und du bekommst dann auch in den Paketen verschiedene Zusatzleistungen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon machen. Ihr ermöglicht hier weiterhin diesen werbefreien Content auf YouTube. Es gibt keine Werbeunterbrechungen in meinen Videos. Das ist mir nach wie vor ganz wichtig. Also vielen Dank für eure monetäre Unterstützung unserer Arbeit. Das hilft uns wirklich sehr. Zunächst einmal grundiere ich jetzt mein gesamtes Blatt bis auf die großen Schneeflächen, die spare ich aus, mit einem warmen Grundton. Ich verwende jetzt hier Lichter Ocker von Winsor Newton. Man könnte auch, wenn man jetzt Schminkefarben verwendet, gerne mit Sienna Natur arbeiten. Der Schnee und die ganze Szenerie wirkt nachher umso kälter, wenn der Himmel als große Form die Wärme mit ins Bild bringt. Das Dach des Hauses hier spare ich aus. Und hier haben wir diese große Schneeböschung am Fluss, die wird auch weiß erstmal stehen gelassen. Viel Wasser hier, ich arbeite mit dem HK-Pinsel, das ist kommt aus der chinesischen Kalligraphie, ein Ziegenhaarpinsel. Auch hier die Wasserfläche wird mit dem Ockerton grundiert. Ich habe das Referenzfoto ein wenig verändert. Auf dem Foto gibt es nur so eine kleine, schmale Wasserfläche und ich habe den Fluss hier ein bisschen verbreitert und führe ihn so in einer S-Schleife ins Motiv hinein. Auf diese Grundierung mit Lichter Ocker kommt jetzt eine zweite Schicht mit Lasurorange in die nasse Fläche hinein. Und dann auch noch etwas Alizarin-Karmesin, Permanent Alizarin-Karmesin ist es bei mir, von Winsor Newton, in den oberen Bereich mit hinein. Es soll wirklich schön leuchten und es darf ruhig auch ein bisschen rötlich aussehen. Schöner Kontrast nachher zu dem bläulichen Schnee. Auch im Wasser kommt der rote Himmel hier so ein bisschen wieder, nicht überall. Die Wasserfläche soll bewusst ein wenig heller sein zunächst als der
als der Himmel. Wer jetzt keinen HK-Pinsel zur Verfügung hat, diese Farbauftragsfläche geht auch gut mit dem Eichhörnchenhaarpinsel oder mit einem anderen großen Verwaschpinsel. Als nächstes male ich jetzt in das feuchte Papier die entfernten Büsche und Bäume hinein. Und dafür verwende ich gerne die Farbe Lavendelblau. Man könnte sich das jetzt auch mischen mit Ultramarinblau, Alizarin, Karmesin und etwas Weiß. Lavendelblau mit ein bisschen Neutraltinte, um der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Kraft zu geben. Und hier hinten werden jetzt die entfernten, im Nebel oder im Dunst liegenden Bäume eingearbeitet. Die Mischung sollte insgesamt bläulich sein, nicht zu grau. Und die Bäume ruhig hier, die Büsche in verschiedenen Höhen mit ein bisschen Luft dazwischen. Und dann sind wir schon jetzt hier bei den etwas größeren Bäumen, das heißt hier im Vordergrund. Hier fange ich jetzt schon an, das kleine Haus, was ich hier nachher noch einarbeite, auszusparen. Und hier kommen im Vordergrund, bevor jetzt gleich die großen Bäume kommen, hier noch auch ein paar mittelgroße Büsche und hier auch. Dann gibt es ja noch größere Bäume hier in der hinteren Distanz und da nutze ich jetzt auch die Restfeuchtigkeit des Papiers, um mit meinem Rundpinsel, den ich sehr schräg jetzt auf die Seite setze, die Äste, die sich im oberen Bereich befinden und auch das bisschen Restlaub, was vielleicht noch an den Bäumen ist, anzudeuten. Hier mische ich jetzt in die Mischung Lavendelblau und Neutraltinte etwas Kobalt-Türkis Light mit hinein und setze den Pinsel auf die Seite. Die Farbe ist jetzt hier sehr hell, das ist schön, denn es soll eigentlich im Nebel angedeutete Bäume mit so ein bisschen, ja, mit Zweigen, vielen Zweigen oben, die eben diese Farbigkeit machen. Das ist auf dem Referenzfoto ganz schön zu sehen. Es gibt halt eine gewisse Farbigkeit, gerade wenn man jetzt blinzelt auf dieses Foto, kann man das sehen. Und das versuche ich jetzt hier mit diesen reduzierten Bewegungen anzudeuten. Nach unten hin wird das Ganze etwas dunkler, sodass ich schon hier mein Haus gut aussparen kann. In diese noch immer etwas feuchte Mischung werde ich jetzt ein paar Spritzer setzen aus der Sprühflasche. Dabei halte ich die Himmelsfläche so ein bisschen zu mit der Hand. Und wir sehen schön, dass sich hier so ein kleines Schneegestöber jetzt schon auf dem Blatt zeigt und die Formen so ein bisschen nebliger werden und diffuser. Auch mit dem kleinen Rundpinsel kann ich noch etwas größere Wassertropfen einspritzen. So wird es schön winterlich hier mit diesen kleinen Raureifpunkten. Wenn du dich für Originalaquarelle interessierst, schau gerne mal in meinen Online-Shop. Diesen Online-Shop habe ich ganz neu in diesem Jahr erstellt und du findest dort Aquarelle in verschiedenen Größen aus den vergangenen Jahren. Auch das heute gemalte Aquarell werde ich im Shop einstellen. Schau gerne, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zu meinem Online-Shop. Ich freue mich, wenn du dort auch mal vorbeischaust. Zunächst korrigiere ich hier ein bisschen die Dachflächen. Da ist ein bisschen von der Himmelsfarbe und auch von der Baumfarbe reingerutscht. Hier möchte ich eigentlich auch noch ein kleines Dach andeuten. Und als nächstes male ich jetzt die Schneefelder hier im Vordergrund. Dafür feuchte ich die gesamte Fläche zunächst an, denn ich möchte jetzt eine ganz helle Farbigkeit nass in nass auf die Fläche setzen. Ultramarinblau und auch Alizarin Karmesin kommt jetzt in diese Fläche hinein. Die Farben sollen sich nicht so sehr auf der Palette ausmischen, sondern das Blau und das Rot dürfen durchaus noch unterschiedlich erkennbar sein auf dem Papier.
Bisschen Cobalt-Türkis Light für so eine ganz kühle Farbigkeit ist auch schön. Und mit den gleichen Farben werden jetzt auch die Dächer hier noch etwas gestaltet. In jedem Fall ist viel Wasser mit in der Mischung, damit es hell bleibt. Das Papier wird quasi nur getönt mit einer kühlen Farbigkeit. Im unteren Bereich der zwei Böschungen hier und auch hier dieser kleinen Landzunge gebe ich gleich jetzt noch ein bisschen dunklere Farbe mit hinein. Das ist wieder die Mischung Ultramarinblau und Alizarin. Bisschen Sienna gebrannt, wärmt die Sache an. Als nächstes male ich die dunkle Hauswand. Ich stelle mir vor, das sind so Holzhäuser, die vielleicht braun gestrichen sind. In jedem Fall eine dunkle Hauswand mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Kleine Formen für die Fenster spare ich aus. Bisschen Variation mit lichter Ocker. Diese Fläche föhne ich jetzt noch einmal. Die schattigen Bereiche der Schneeflächen möchte ich noch ein wenig überarbeiten. Ich mische mir noch einmal Ultramarinblau und Permanent Alizarin Karmesin für ein bläuliches Violett und male jetzt hier den Schatten ein in die Fläche des Daches. Und auch hier an den Schneefeldern noch ein bisschen mehr Schatten in dem Uferbereich. Hier gibt es noch ein paar verbindende Elemente zwischen diesen horizontalen Ebenen. Setze ich hier einen Pfahl, hier noch einen und vielleicht hier auch noch einen. Bevor ich jetzt die Spiegelung male, hier auf der Wasserfläche, möchte ich ein paar Äste noch in diese entfernten Bäume einfügen. Dafür verwende ich meinen Linierer. Das ist ein langer synthetischer Pinsel in der Größe 4 und ich male jetzt hier mit einer bläulichen Mischung. Hier liegen noch Reste vom Schneeschatten, das ist eigentlich eine sehr schöne Mischung. Setze hier im unteren Bereich an und gehe dann nach oben
mit leicht wackelnden Strichen und kann jetzt hier zwischen diesen Laub- oder Zweiggebilden, die ich ja schon gemalt habe im ersten Farbauftrag, noch einige Äste einfügen. Jetzt möchte ich gerne noch eine Spiegelung einfügen. Die Häuser könnten sich hier ein bisschen spiegeln und auch die entfernten Bäume, sodass ich diesen Bereich hier etwas dunkler setzen kann. Auch hier gehe ich noch mal ein bisschen mit Farbe ran und dann fängt es bestimmt hier schön an zu leuchten. Für die Spiegelung mache ich die Wasserfläche mit klarem Wasser nass. Und gehe dann mit einer Mischung aus Kobalttürkis Light und Neutraltinte und etwas Ultramarinblau in die Fläche hinein. Die Farbpfütze ist jetzt relativ cremig und der Pinsel trocken. Ein bisschen von dem Lasurorange nehme ich noch mit. Ist zu grün. Also etwas Alizarin, Karmesin noch hinein. So ist es besser. Hier an dieser Stelle war das Papier nicht nass, da kann ich natürlich jetzt auch im Nachhinein diesen Rand mit einem ausgespülten Pinsel noch ein bisschen anlösen. Dann hat man diesen weichen Effekt auch. Mit dem Flachpinsel, den ich mit Wasser angefeuchtet habe und etwas trocken lege hier im Tuch und danach mit den Fingerspitzen nochmal anspitze, kann ich jetzt waagerechte Bewegungslinien auf der Wasser- oder Eisfläche hier noch herausholen oder auch solche etwas größeren Bereiche, wo sich vielleicht etwas Helles hier im Wasser spiegelt. Für die Pfähle, die hier auf der Wiese stehen, kommt nochmal eine extra Spiegelung mit trockenem Pinsel in diese nasse Fläche hier hinein. Und ein bisschen mehr Schatten möchte ich noch an der Uferkante haben. Und setze hier nochmal ein paar dunkle Akzente. Ich radiere jetzt hier diese restlichen Bleistiftstriche in den beiden Fenstern aus. Auch hier im Dach kann ich noch ein bisschen radieren. Denn ich möchte jetzt hier noch ein bisschen Farbe ins Bild bringen. Und da nehme ich Lasurorange direkt hier cremig aus meiner Palette und zünde hier noch ein kleines Licht an in den Fenstern. Wer möchte, kann natürlich jetzt noch ein bisschen Schneegestöber über das Blatt legen. Das zeige ich auch noch gerne. Dafür brauchen wir Titanweiß oder auch eine weiße Gouache und eine Zahnbürste. Ich verwende das Titanweiß von Winsor Newton und gebe mir hier einen Klecks auf die Palette und nehme mit der angefeuchteten Zahnbürste die Farbe auf. Die Farbe darf nicht zu cremig und nicht zu wässrig sein. Das muss man ein bisschen herausfinden. Es soll einerseits gut rausspritzen aus der Zahnbürste, andererseits sollen die Tropfen auch nicht zu dünn sein, denn dann trocknen sie auf dem Papier quasi farblos auf. Also die richtige Konsistenz ist hier auch wichtig, wie immer im Aquarellmalen, nicht zu dick und nicht zu dünn. Ich gehe dicht ans Papier mit der Zahnbürste und spritze in verschiedene Richtungen, sodass die Schneeflocken wirklich ganz natürlich jetzt hier auf mein Papier kommen. So ist ein bisschen Schnee angedeutet, das reicht mir. Mehr muss es jetzt hier gar nicht sein.
Eine kleine farbliche Angleichung möchte ich noch vornehmen. Im Schnee fehlt mir noch ein bisschen die Reflexion vom orangenen Himmel. Also setze ich hier noch eine ganz kleine Spur in die Schneefläche hinein. Vielleicht hier an dieser Stelle auch noch. Und dann fügt sich die kühle Farbigkeit des Schnees etwas besser ein in das Gesamtbild. Ich hoffe, mein winterliches Motiv hat dir heute Freude gemacht und ich hoffe außerdem, dass wir auch in diesem Winter jetzt nun bald mal Schnee bekommen. In jedem Fall wünsche ich dir eine entspannte und schöne Weihnachtszeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.